Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hallo Alex, wie geht es dir heute? Hallo, Emily. Mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über eine Gruppe von Menschen sprechen, die ich im Park gesehen habe. Sprichst du gerne über Menschen? Ja, das mache ich. Ich höre gerne von verschiedenen Gruppen von Menschen. Bitte erzähl mir mehr über die Gruppe, die du gesehen hast. Ich war gestern im Park. Es war ein sonniger Tag und viele Leute waren dort. Ich habe eine Gruppe von Menschen gesehen, die Fußball gespielt haben. Sie waren jung und voller Energie. Das klingt interessant. Wie viele Menschen waren in der Fußballgruppe? Es waren etwa 10 Personen. Sie rannten, schossen den Ball und lachten. Ich habe sie eine Weile beobachtet. Sie waren sehr freundlich. Trugen sie spezielle Kleidung für Fußball? Ja, das taten sie. Die meisten von ihnen trugen T-Shirts und Shorts. Einige hatten helle Farben wie Rot und Blau. Sie trugen auch Sneakers. Es war schön, ihre bunten Kleider zu sehen. Ich mag bunte Kleidung. Hast du noch etwas anderes über sie bemerkt? Ja, ich habe bemerkt, dass sie sehr gut zusammenarbeiteten. Sie passten sich den Ball zu und riefen ermutigende Worte. Es war klar, dass sie oft trainierten. Das ist gutes Teamwork. Hast du mit jemandem von ihnen gesprochen? Nein, ich habe nicht mit ihnen gesprochen. Ich habe nur aus der Ferne zugesehen. Aber ich habe gesehen, wie ein Spieler einem anderen half, als er fiel. Sie lächelten alle und lachten. Das hat mich glücklich gemacht. Es ist schön, freundliche Menschen zu sehen. Hast du noch andere Gruppen im Park gesehen? Ja, das habe ich. Nachdem ich die Fußballspieler beobachtet hatte, bin ich im Park spazieren gegangen. Ich habe eine Gruppe von Menschen gesehen, die ein Picknick machten. Ein Picknick klingt Spaß. Wie viele Menschen waren in dieser Gruppe? Es waren 6 Personen in der Picknickgruppe. Sie saßen auf einer großen Decke unter einem Baum. Sie hatten viele Lebensmittel wie Sandwiches, Obst und Snacks. Sahen sie glücklich aus? Ja, sie sahen sehr glücklich aus. Sie redeten, lachten und teilten ihr Essen. Ich konnte ihr Lachen von weitem hören. Es war eine warme und freundliche Atmosphäre. Ich mag Picknicks. Sie sind eine tolle Möglichkeit, sich mit Freunden zu entspannen. Hast du Familien im Park gesehen? Ja, das habe ich. Ich habe eine Familie mit 2 Kindern gesehen. Sie spielten auf dem Gras. Die Kinder ließen einen kleinen Drachen fliegen. Das ist so süß. Wie alt denkst du, waren die Kinder? Ein Kind sah etwa 5 Jahre alt aus und das andere sah etwa 8 aus. Sie rannten und lachten, während der Drache hoch am Himmel flog. Spielten die Eltern mit den Kindern? Ja, die Eltern machten mit. Sie halfen den Kindern, den Drachen zu ziehen und spielten sogar ein Fangspiel. Es war schön zu sehen, wie eine Familie zusammen Spaß hatte. Es klingt, als wäre der Park gestern voller glücklicher Menschen gewesen. Hast du dich gut gefühlt, während du all diese Gruppen beobachtet hast? Ja, ich fühlte mich sehr gut. Das Beobachten der Fußballspieler, der Picknickgruppe und der Familie hat mich glücklich gemacht. Es erinnerte mich daran, dass viele Menschen einfache Dinge genießen wie Sport, Essen und Zeit mit der Familie. Ich stimme zu. Parks sind großartige Orte, um Menschen zu sehen und über verschiedene Gruppen zu lernen.
Was denkst du über das Teamwork der Fußballspieler? Ich denke, ihr Teamwork war ausgezeichnet. Sie kommunizierten gut und halfen einander. Das machte das Spiel spannender und unterhaltsamer. Auch wenn ich nicht mit ihnen gespielt habe, fühlte ich ihre Energie aus der Ferne. Das ist ein guter Punkt. Teamwork ist wichtig im Sport und im Leben. Hast du etwas von der Picknickgruppe gelernt? Ja, ich habe gelernt, dass das Teilen von Essen und Lachen einen glücklichen Moment schafft. Selbst einfache Snacks können Menschen zusammenbringen. Ich habe gesehen, wie eine Person einem anderen ein Sandwich gab. Sie lächelten beide, und das machte das Picknick noch besser. Ich liebe diese Idee. Teilen und freundlich sein macht jedes Treffen besonders. Was denkst du über die Familie? Was hältst du von ihnen? Die Familie war sehr verspielt. Die Eltern schauten nicht nur zu, sie waren aktiv und beteiligt. Es ist wichtig, dass Eltern mit ihren Kindern spielen. Es hilft den Kindern zu lernen und Spaß zu haben. Ich stimme zu. Wenn Eltern mit ihren Kindern spielen, wird die Familienbindung stärker. Besuchst du oft den Park, um Gruppen von Menschen zu sehen? Ja, ich besuche den Park oft. Ich gehe gerne spazieren, setze mich auf eine Bank und schaue den Leuten zu. Jedes Mal, wenn ich gehe, sehe ich verschiedene Gruppen. Manchmal sehe ich Künstler, Musiker und sogar Menschen, die Yoga praktizieren. Das klingt sehr interessant. Ich habe auch ein paar Musiker im Park gesehen. Sie spielen sanfte Musik und das macht den Park ruhig. Ja, die Musik ist sehr entspannend. Es ist schön, so viele verschiedene Aktivitäten an einem Ort zu sehen. Ich denke, der Park ist eine kleine Welt, in der Menschen zusammenkommen. Ich empfinde das genauso. Der Park ist ein guter Ort, um sich zu entspannen und das Leben zu beobachten. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen man an einem Tag sehen kann. Nimmst du manchmal an Aktivitäten wie Fußball oder Yoga teil? Manchmal nehme ich an einem Yogakurs teil. Ich mag es, mich zu dehnen und die frische Luft einzuatmen. Ich habe noch nie Fußball gespielt, aber ich möchte es eines Tages ausprobieren. Das Zuschauen bei den Spielern lässt mich fühlen, dass ich mitmachen könnte. Das ist eine großartige Idee. Neue Aktivitäten auszuprobieren kann Spaß machen und helfen, neue Leute kennenzulernen. Ich denke, ich könnte nächste Woche an einem Malkurs im Park teilnehmen. Ich habe einige Künstler gesehen, die auf dem Gras skizzierten. Es sah sehr friedlich aus. Das klingt wunderbar. Kunst ist eine weitere Möglichkeit, wie Menschen sich ausdrücken. Der Park ist voller Kreativität. Glaubst du, dass das Beobachten dieser Gruppen dir hilft, mehr über Menschen zu lernen? Ja, das denke ich. Jede Gruppe ist anders. Ich lerne vom Teamwork der Fußballspieler, vom Teilen der Picknickgruppe und von der Familienliebe der Eltern und Kinder. Ich fühle genauso. Jede Gruppe lehrt mich etwas Neues. Es lässt mich unsere Gemeinschaft schätzen. Oft denke ich darüber nach, wie Menschen aus verschiedenen Hintergründen in den Park kommen. Es ist ein Ort, an dem jeder willkommen ist. Genau. Der Park ist ein freier Raum. Menschen jeden Alters und jeder Kultur kommen zusammen. Es ist ein kleines Dorf mitten in der Stadt. Ich hoffe, dass mehr Menschen den Park besuchen. Es ist gut für unsere Gesundheit und unser Herz. Ja, Zeit im Park zu verbringen, lässt mich ruhig und glücklich fühlen. Ich verlasse den Park immer mit einem Lächeln. Vielleicht können wir das nächste Mal zusammen in den Park gehen und die Gruppen beobachten. Das ist eine großartige Idee, Emily. Ich würde mich freuen, mit dir zu gehen. Wir können ein paar Snacks mitbringen und vielleicht mit ein paar Leuten sprechen. Ja, ich mag diesen Plan.
Wir können mehr über die Picknickgruppe erfahren und sogar die Fußballspieler nach ihrem Training fragen. Es wird Spaß machen, neue Freunde zu treffen. Ich freue mich darauf. Menschen im Park zu beobachten ist eines meiner liebsten Hobbys. Es lässt mich mit der Gemeinschaft verbunden fühlen. Ich stimme zu. Der Park ist nicht nur ein Ort, den man besucht. Er ist ein Ort, um zu lernen und zu wachsen. Danke, dass du deine Erfahrung mit mir geteilt hast, Emily. Ich habe es genossen, von den Gruppen zu hören, die du gesehen hast. Danke, Alex. Ich spreche immer gerne mit dir. Du hilfst mir, mehr über die Welt um uns herum nachzudenken. Ich freue mich, das zu hören. Ich habe heute viel über verschiedene Gruppen von Menschen und deren positive Energie gelernt. Vielleicht können wir das nächste Mal sogar ein Buch mitbringen und unter einem Baum lesen. Das ist eine schöne Idee. Im Park zu lesen ist sehr entspannend. Ich freue mich auf unseren nächsten Besuch. Hast du Pläne für den Park an diesem Wochenende? Ja, ich plane am Samstagmorgen in den Park zu gehen. Ich möchte sehen, ob es neue Gruppen von Menschen gibt. Ich könnte auch am Samstag gehen. Vielleicht können wir uns dort treffen. Das ist ein guter Plan. Lass uns unsere Zeitpläne überprüfen und uns im Park treffen. Großartig! Ich werde dir am Freitag eine Nachricht schicken, um die Uhrzeit zu bestätigen. Perfekt. Ich freue mich darauf, dich zu sehen und die Gruppen wieder zu beobachten. Danke für dieses schöne Gespräch, Emily. Ich habe viel über die Menschen gelernt, die du im Park gesehen hast. Danke, Alex. Ich habe es genossen, meine Erfahrungen mit dir zu teilen. Ich fühle mich immer glücklich, wenn ich über den Park spreche. Ich stimme zu. Über unsere Erfahrungen zu sprechen, hilft uns, die Welt besser zu verstehen. Ich sehe dich an diesem Wochenende im Park. Wir können Snacks mitbringen und vielleicht sogar einen Ball zum Spielen. Ja, das klingt wunderbar. Ich freue mich auf unseren schönen Tag im Park. Hab einen tollen Tag, Alex. Ich sehe dich bald. Danke, Emily. Hab einen guten Tag. Bis bald im Park. Hallo. Hallo. Hallo, wie geht es dir? Ich sage immer Hallo zu meinen Freunden. Sie hat mir ein freundliches Hallo gegeben. Menschen. Menschen. Die Menschen sind freundlich. Viele Menschen leben in dieser Stadt. Menschen brauchen Wasser und Nahrung. Gruppe. Gruppe. Die Gruppe ist sehr freundlich. Ich treffe mich mit meiner Gruppe morgen. Wir haben eine interessante Diskussion in der Gruppe. Fußball. Fußball. Ich spiele Fußball mit meinen Freunden. Fußball ist mein Lieblingssport. Am Wochenende schaue ich ein Fußballspiel. Energie. Energie. Die Energie ist wichtig für unsere Gesundheit. Wir brauchen Energie, um zu arbeiten. Die Sonne ist eine große Quelle von Energie. Kleidung. Kleidung. Ich kaufe neue Kleidung. Die Kleidung ist teuer. Sie trägt schöne Kleidung. Farben. Farben. Die Farben sind schön. Ich mag helle Farben. Die Farben mischen sich gut. Sneakers. Sneakers. Ich trage heute meine neuen Sneakers. Die Sneakers sind sehr bequem. Er hat viele verschiedene Sneakers in seiner Sammlung. Atmosphäre. Atmosphäre. Die Atmosphäre ist wichtig für das Leben auf der Erde.
In der Atmosphäre gibt es viele Gase. Die Atmosphäre kann manchmal sehr stürmisch sein. Familie. Familie. Die Familie ist wichtig. Meine Familie wohnt in Berlin. Wir machen oft Ausflüge mit der Familie. Drachen. Drachen. Der Drachen fliegt hoch am Himmel. Ich habe einen roten Drachen gemacht. Kinder spielen gerne mit ihrem Drachen. Spiel. Spiel. Das Spiel ist spannend. Wir spielen ein neues Spiel. Er hat das Spiel gewonnen. Aktiv. Aktiv. Ich fühle mich sehr aktiv heute. Er ist ein aktiver Sportler. Wir brauchen aktive Teilnehmer für das Projekt. Teilen. Teilen. Ich möchte mein Spielzeug teilen. Es ist wichtig, Wissen zu teilen. Wir können die Aufgaben zusammen teilen. Erfahrung. Erfahrung. Die Erfahrung ist wichtig für das Lernen. Ich habe viel Erfahrung in diesem Bereich. Er erzählt von seiner Erfahrung in der Stadt. Gemeinschaft. Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist wichtig für das Dorf. Wir treffen uns in der Gemeinschaft. Eine starke Gemeinschaft sorgt für Zusammenhalt. Kreativität. Kreativität. Kreativität ist wichtig in der Kunst. Ich schätze deine Kreativität sehr. Kreativität hilft beim Lösen von Problemen. Hintergründen. Hintergründen. Die Hintergründe sind sehr interessant. Es gibt viele Hintergründe zu diesem Thema. Die Hintergründe helfen uns zu verstehen, was passiert ist. Gesundheit. Gesundheit. Gesundheit ist sehr wichtig. Ich wünsche dir Gesundheit. Nach dem Niesen sagt man Gesundheit. Herz. Herz. Das Herz schlägt schnell. Ich habe ein großes Herz. Sie liebt ihn von ganzem Herzen. Großartige Arbeit. Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Deutschgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.